Mein Name ist Paulus Hochgatterer, ich bin der Leiter der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie hier am Universitätsklinikum Tulln. Ich bin das Ganze seit, ums Rechnen, 18 Jahren ungefähr und ich bin es immer noch mit vielleicht einer anderen, aber gleich viel Freude wie am Anfang. Die Abteilung ist eine Abteilung im Rahmen des Psychiatrieplans Niederösterreich. Das heißt, wir versorgen eine definierte Region, die in etwa nicht ganz 600.000 Einwohner in Niederösterreich umfasst. Gemeinsam mit den Abteilungen in der Hinterbrühl und in Amstetten-Mauer. Wir tun das im Rahmen einer definierten Binnenstruktur, die so ähnlich ausschaut wie an anderen Abteilungen auch. Das heißt, wir haben eine Ambulanz, die einerseits akut, andererseits auch Terminambulanz ist. Wir haben eine Tagesklinik, wir haben einen stationären Bereich mit 20 Betten. Wir versorgen die Kinderabteilung des Hauses im Rahmen des Konsiliar- und Liaisondienstes. Und wir haben seit etwa 3 Jahren etwas, das uns besonders am Herzen liegt, nämlich die nachgehende aufsuchende Betreuung im Sinn des Home Treatments. Das ist so insgesamt die Struktur der Abteilung. Wir versorgen Kinder und Jugendliche samt ihren Familien, die Belastungen, Störungsbilder, Krankheiten aufweisen, die man zum Teil kennt oder an die man denkt, wenn man an Kinder- und Jugendpsychiatrie denkt. Wir versorgen ich denke jetzt nur an die allerletzte Zeit, wir versorgen Jugendliche mit Essstörungen, mit Anorexien. Wir versorgen Jugendliche, die psychotische Krisen haben. Wir versorgen diverse posttraumatische Störbilder, das heißt Kinder und Jugendliche, die im Zug von belastenden Lebensereignissen symptomatisch werden, das heißt Symptome aufweisen. Wir versorgen depressive Kinder und Jugendliche, manchmal oder immer wieder auch depressiv in einem Umfang, der dorthin führt, wo man Kinder und Jugendliche eigentlich nicht sehen möchte, nämlich in einen Zustand, der sie daran denken lässt, nicht mehr leben zu. Wenn man versucht, Kinder- und Jugendpsychiatrie anschaulich zu machen, so ist es vielleicht nicht ganz so wie in der Chirurgie oder in der Anästhesie. Wenn man in der Chirurgie irgendwas Typisches herzeigen möchte, so zeigt man vielleicht einen OP und ein Skalpell, also apparative Dinge, oder in der Anästhesie zeigt man eine Beatmungsmaschine. Was wir in der Kinder- und Jugendpsychiatrie als zentrales Element unserer Behandlung aufzubieten haben, das kann man auch sehr gut herzeigen, das werden wir dann auch machen, das sind Menschen. Das heißt, das zentrale Element der Kinder- und Jugendpsychiatrie, das, womit wir therapeutisch tätig sind, ist das Behandlungsteam. Das Behandlungsteam, wir rechnen das immer wieder durch, weil wir selber auch staunen darüber, enthält bei uns 13 verschiedene Professionen. 4 davon, jetzt abgesehen von meiner, ich sehe mich als Repräsentant der Medizin, 4 davon werden wir jetzt auch kurz kennenlernen. Die klinische Sozialarbeit, die klinische Psychologie und im Doppelpack sozusagen 2 Gruppen, die ganz eng zusammenarbeiten, nämlich die Diplompflege und die Sozialpädagogik. Ich persönlich finde die Arbeit im Team ganz wunderbar und ich glaube, unter anderem bin ich auch deswegen Kinder- und Jugendpsychiater geworden. Was mich darüber hinaus tagtäglich erfrischt und freut, ist der tägliche Kontakt zu Kindern und Jugendlichen und vor allem, dass trotz aller schwierigen Geschichten und trotz aller tristen Situationen, mit denen man konfrontiert ist, die Kinder und Jugendlichen dazu tendieren, wieder gesund zu werden. Mein Name ist Manfred Krennmüller, ich bin Sozialarbeiter aus der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Der Fokus der sozialen Arbeit ist so mitzubekommen, wie die Lebenswelt unserer Patientinnen und Patienten ist und deren Familie. Unser Fokus liegt klarerweise auch weiters auf dem Sozialen. Also wir schauen uns im multiprofessionellen Team, so wie es Primarius Hochgatterer schon gesagt hat, dass wir sehr Wert legen, ist unser Part das Soziale. Wir sind auch so an der Schnittstelle von drinnen nach draußen. Die Aufgabe der Sozialarbeit ist im Wesentlichen auch die Vernetzung mit unseren Kooperationspartnern draußen, wo wir teilnehmen, Vernetzungstreffen im Bezirk, aber auch überregional, wo wir teilnehmen an Treffen des Kinder- und Jugendnetzwerks. Wir tauschen uns regelmäßig aus mit den Bezirkshauptmannschaften. Das ist unser wichtigster Kooperationspartner auch draußen, die Kinder- und Jugendhilfe, wo wir Sozialarbeiter auch sehr nahe dran sind, wenn
es darum geht, wie können die Kinder und Jugendlichen nach einem Aufenthalt auch draußen gut betreut werden. Dann werden wir sehr häufig auch beteiligt sein und sind beteiligt an sogenannten Helferkonferenzen, die wir als Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter organisieren. Da kommt das extramorale Helfersystem, die Eltern, Leute von unserer Abteilung und wir überlegen gemeinsam, wie kann es nach einem Aufenthalt auch draußen gut weitergehen. Also oft ist es ja bei uns auch so, dass Kinder und Jugendliche wirklich sich in sehr, sehr, sehr schwierigen Lebenssituationen befinden und wir auch gemeinsam überlegen müssen, geht ein zurück noch in die Familie oder braucht es andere Lösungen fürs Wohnen? Und da versuchen wir gemeinsam dann mit den Eltern, mit der Kinder- und Jugendhilfe zu überlegen, was es braucht. Oft geht es in Richtung Krisenzentrum. Ja, manchmal sind auch die Situationen so schwierig, dass wir auch unsererseits eine Gefährdungsmeldung an die Kinder- und Jugendhilfe machen, wo dann die Kinder- und Jugendhilfe reagieren muss und entsprechende Schritte machen muss. Beziehungsarbeit ist etwas ganz Wichtiges, auch für uns als Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Und im Zuge dessen machen wir Einzelgespräche mit den Kindern und Jugendlichen, sind aber auch dabei, in der Diagnostikphase mitzuhelfen mit sozialen Diagnostiktools. Da möchte ich hervorheben einerseits die heißt soziale Netzwerkkarte und das sogenannte Genogramm, das wir dann meistens mit den Eltern der Kinder und Jugendlichen machen, was auch ein Teil der Diagnostik ist, wo alle Berufsgruppen, die dann draufschauen, ihres zusammentragen, dass wir die Situation der Kinder und Jugendlichen und deren Familien besser verstehen können. Mein Name ist Marlies Tschuguel, ich bin klinische und Gesundheitspsychologin. Hauptaufgabe hier an unserer Abteilung sind Einzelgespräche mit den Jugendlichen, mit den Kindern zu führen, ihnen einfach Raum zu geben, über Schwieriges mit uns zu sprechen, Schwieriges ansprechen zu können. Wir begleiten die Kinder und Jugendlichen in Familiengesprächen. Wir führen aber auch Elterngespräche mit den Eltern alleine. Und eine große Hauptaufgabe der klinischen Psychologie ist die klinisch-psychologische Diagnostik. In der klinisch-psychologischen Diagnostik schauen wir uns zwei Bereiche eigentlich an bei den Kindern und Jugendlichen. Einerseits die Leistungsfähigkeit der Kinder und Jugendlichen und auch die Persönlichkeit. Wir verwenden dabei unterschiedliche Testverfahren. In der Leistungsdiagnostik einen Leistungstest, wo wir uns ein bisschen anschauen, Sprache, also wie ist das Sprachverständnis, wie ist das fluide Schlussfolgern, wie ist die Verarbeitungsgeschwindigkeit, die räumliche Wahrnehmung. Das wird sich da einfach angeschaut. In der Persönlichkeitsdiagnostik schauen wir ein bisschen dahinter, was beschäftigt die Jugendlichen, wie ist die Persönlichkeitsstruktur der Jugendlichen aufgebaut. Dazu verwenden wir ganz unterschiedliche Verfahren, Fragebögen, aber auch projektive Testverfahren, Verhaltensbeobachtung, ausführliche Exploration, all das ist so das Tätigkeitsfeld. Die klinische Psychologie arbeitet auf ganz unterschiedlichen Stationen hier in der Abteilung. Ich persönlich bin auf der Akutgruppe tätig. Das heißt, hier geht es vor allem einmal vorrangig um Entlastung, um Krisenintervention. Wir schauen, was können wir schnell für die Jugendlichen tun, was wird gebraucht. Also aktuell zum Beispiel haben wir auf der Akutstation eine Patientin, wo es darum geht, sie zu begleiten bei Substanzenentwöhnung. Das heißt, wir schauen, dass wir so ein bisschen sie unterstützen dabei, am grünen Kreis anzubinden, dass wir sie einfach die Möglichkeit geben, hier kurz vor einem Gespräch mit dem grünen Kreis wieder auch zu uns auf die Station zu kommen, mit uns Entlastungsgespräche zu führen. Wir begleiten auch Patienten, also Jugendliche, Kinder und Jugendliche in die Beratungsstellen. Wir fahren auch mit ihnen mit, um ihnen einfach zu erleichtern, dort anzubinden. Mein Name ist Anna Häusler, ich bin diplomierte psychiatrische Diplomkrankenschwester und arbeite derzeit auf der Akutgruppe an der KJBB. Mein Name ist Marina Petrovic, ich bin diplomierte Sozialpädagogin, bin auch mit der Anna gemeinsam auf der Akutgruppe und im Home-Treatment-Team. Ja, also wir arbeiten sehr eng im Team gemeinsam. Also die Kinder und Jugendlichen wissen meist kaum, wer Pflege- oder Sozialpädagogik ist. Also wir sind ein Team und uns unterscheidet wirklich nur ganz wenige Dinge. Vor allem bei den pflegerischen Tätigkeiten wie Wundversorgung, Blutabnahmen, der Umgang mit der Nasensonden bei anorektischen
Kindern, aber vor allem ist bei uns, also unsere Arbeit, der wichtigste Teil die Beziehungsarbeit. Wir unterstützen die Kinder in vielen Bereichen, das sei es Entlastungs- oder Krisengespräche. Wir begleiten Kinder bei Schuleinbegleitungen, bei Kennenlernen von Mütter oder Väter, die vielleicht lange nicht mehr präsent waren in der Familie. WG-Einbegleitungen machen wir. WG-Einbegleitungen. Am Nachmittag ist es dann so, dass wir Ausflüge machen auf der Abteilung. Wir fassen dann meistens die Gruppen zusammen. Wir haben 4 Gruppen auf der Abteilung und fahren dann mit ihnen in die Kletterhalle oder schwimmen oder ins Kino. Das passiert auch. Und zum Home Treatment, da fahren wir auch im multiprofessionellen Team aus, sprich von Psychologie zu Sozialarbeit, zu Pflegepädagogik, Ärzte. Da fahren wir zu den Patienten nach Hause, zu den Familien und machen uns dort ein Bild und arbeiten dann mehrere Wochen mit ihnen von zu Hause aus. Unser Tagesablauf, also es gibt tägliche Dienste, Frühdienste, Spätdienste und Nachtdienste. Wir wecken die Kinder in der Früh, machen sie fertig für die Schule. Es gibt eine Heilstättenschule. Wir begleiten die Ärzte, also im multiprofessionellen Team gibt es immer in den verschiedenen Gruppen Visiten, die wir begleiten. Wenn man zum Nachtdienst kommt, begleitet man die Kinder dann in der Abendhygiene, unterstützt man sie bei den Kleineren und Gute-Nacht-Geschichten werden vorgelesen. Und natürlich sind wir halt dann auch die ganze Nacht für die Kinder erreichbar, wenn sie nicht einschlafen können. Da haben wir verschiedene Rituale mit zum Beispiel Milch mit Honig oder ein Lavendelgeist wird ihnen angeboten. Da wir sehr dicht an den Kindern und Jugendlichen die ganze Zeit über dran sind und sie 24 Stunden begleiten, ist es schön zu sehen, wenn sie unsere Station mit einem Lächeln im besten Fall in die Familie wieder verlassen.